Relativsätze. Teil 2. Akkusativ und Dativ. Endlich verstehen. Hey du und willkommen zurück zu unserer Relativsatzreise. Heute knacken wir Teil 2. Falls du die Grundlagen aus Teil 1 verpasst hast, Link ist unten. Hallöchen. Also Anna, der Nominativ in Teil 1 war ja noch ein Spaziergang. Aber jetzt kommt's dicke, oder? Akkusativ und Dativ im Relativsatz. Ich bin schon wieder grammatikalisch leicht traumatisiert, bevor es losgeht. Ich hab da so ein Gefühl, das wird knifflig. Keine Panik auf der Titanic, Lena. Das kriegen wir hin. Heute entzaubern wir Akkusativ und Dativ. Es geht um Logik, nicht um Magie. Und die richtigen Fragen. Schau mal. So funktioniert das. Wir zeigen dir und euch allen da draußen, wie ihr da sicher durchsteuert. Na gut, wenn du das sagst. Meine Gehirnzellen sind bereit. Mehr oder weniger. Ich hoffe auf viele Aha-Momente. Die kommen. Versprochen. Wir frischen kurz auf, dann geht's direkt los mit dem Akkusativ. Also, denkt dran. Relativsatz, gleich, Nebensatz, Verb am Ende. Er gibt Zusatzinfos zum Bezugswort. Das Relativpronomen, das den Relativsatz einleitet, schnappt sich Genus und Numerus vom Bezugswort. Alles klar soweit? Jap, Bezugswort ist der Chef für Geschlecht und Zahl. Aber der Fall kommt nicht vom Bezugswort, sondern davon, was das Relativpronomen im Nebensatz macht. Das habe ich mir gemerkt. Puh. Perfekt. Das ist der goldene Schlüssel für heute. Die Relativpronomen im Akkusativ. Den, die, das, die. Los geht's mit dem Akkusativ. Das Relativpronomen steht im Akkusativ, wenn es im Relativsatz das direkte Objekt ist. Die magische Frage, wen oder was. Die Formen, den, die, das, die. Wen oder was? Okay, das klingt erstmal machbar. Beispielzeit. Aber klar. Bezugswort. Der Hund. Maskulin. Singular. Satz. Kennst du schon den Hund, den ich gestern im Park getroffen habe? Frage. Wen oder was habe ich getroffen? Den Hund. Den. Den Hund, den ich getroffen habe. Ja, passt. Und bei einer Katze, also feminin? Sehr gut. Bezugswort. Die Katze. Feminin. Singular. Satz. Das ist die Katze, die wir aus dem Tierheim geholt haben. Frage. Wen oder was haben wir geholt? Die Katze. Die. Moment. Die Katze, die sieht doch wie Nominativ aus. Ohne Frage bin ich da verloren. Das ist doch wieder so eine Falle. Du Fuchs. Genau das ist es. Bei Feminin, Neutrum und Plural sehen Nominativ und Akkusativ gleich aus. Aber frag einfach, wen oder was? Im Nebensatz. Das entlarvt den Akkusativ. Hier ein Beispiel, das besonders häufig vorkommt, mit einem Objektpronomen im Nebensatz. Das ist das Buch, das Anna-Lena empfohlen hat. Wen oder was hat Anna-Lena empfohlen? Das Buch. Okay, immer diese entscheidende Frage stellen. Wer, wen, wem? Das ist der heilige Gral der Relativsatzfälle. Das muss ich mir echt einhämmern. Die Relativpronomen im Dativ. Dem, der, dem, denen. Weiter geht's zum Dativ. Hier wird's wieder ein bisschen eindeutiger, keine Sorge. Das Relativpronomen steht im Dativ, wenn es im Relativsatz das indirekte Objekt ist, also zum Beispiel bei Verben wie helfen, geben, erzählen, gehören, gefallen oder vertrauen. Oder wenn eine Dativpräposition davor steht. Also zum Beispiel mit bei, auf. Aber das schauen wir uns bald in Ruhe an. Die Präpositionen sind Thema für unser nächstes Video. Dativ. Maskulin. Dem. Feminin. Der. Neutrum. Dem. Plural. Denen.
dem, der, dem, denen. Das klingt schon freundlicher. Und die Liste der Verben ist super hilfreich. Beispiele: Bitte, Chefin, ich brauche Input. Na klar doch. Bezugswort. Der Nachbar, maskulin, Singular. Satz. Das ist der Nachbar, dem ich gestern beim Umzug geholfen habe. Frage. Wem habe ich geholfen? Dem Nachbar. Dativ Objekt. Dem Ich geholfen habe. Ja, das check ich. Und bei einer Freundin, der ich etwas danke? Bezugswort. Die Freundin. Feminin, Singular. Satz. Das ist die Freundin, der ich für ihre Hilfe danke, der ich es, das Geschenk, gegeben habe. Beispiel mit danken und Objektpronomen. Frage. Wem danke ich? Der Freundin. Der. Okay, das Prinzip ist klar. Bezugswort gibt Genus und Numerus. Die Frage bestimmt den Fall. Mein Grammatiktrauma ist auf dem Rückzug. Aber sag mal, Anna, jetzt bin ich heiß aufs Quiz. Mal sehen, ob's wirklich sitzt. Na dann los, Lena. Und auch an euch da draußen, macht mit. Wir starten unser Relativsatzduell. Ich zeige euch 2 Sätze und ihr müsst entscheiden, welcher korrekt ist. Oh, ein Duell. Das klingt ja nach Action. Ich bin bereit. Hoffentlich blamier ich mich nicht total. Duellfrage 1. Achtung, hier kommen die ersten beiden Sätze. Bezugswort ist der Mann. Welcher Satz ist richtig? A. Der Mann, dem ich geholfen habe, ist nett. B. Der Mann, den ich geholfen habe, ist nett. Was meinst du? Schreib jetzt A oder B in die Kommentare, bevor du weiterklickst. Puh, ich habe wem geholfen? Dem Mann? Also Dativ. Das muss A sein. Dem ich geholfen habe. Richtig. A ist korrekt. Sehr gut, Lena. Das den in B wäre Akkusativ und falsch bei helfen. Duellfrage 2. Nächstes Duell. Bezugswort ist das Buch. A. Das Buch, dem ich lese, ist spannend. B. Das Buch, das ich lese, ist spannend. Und was ist euer Tipp hier? A oder B in die Kommentare. Okay, ich lese wen oder was? Das Buch. Das ist Akkusativ. Neutrum Akkusativ. Das ist das. Also B ist richtig. Das ich lese. Obwohl's wie Nominativ aussieht, die Frage entlarvt es. Exzellent, Lena. Wieder richtig. Duellfrage 3. Und die letzte Runde im Duell. Bezugswort: die Freunde. A. Die Freunde, denen ich vertraue, sind immer für mich da. B. Die Freunde, die ich vertraue, sind immer für mich da. Ein letztes Mal. Was ist richtig? A oder B? Ab in den Chat oder die Kommentare. Okay, die Freunde. Plural. Ich vertraue wem? Den Freunden. Dativ Plural. Das ist denen. Also A. Die in B wäre hier falsch, weil Vertrauen den Dativ braucht. Boah, die Pluralformen. Aber ich glaub, ich hab's. Puh. Hammer, Lena. Alles richtig im Duell. Du hast das Prinzip der Fallbestimmung wirklich verstanden. Und ihr da draußen, wie lief's bei euch? Konntet ihr die Fehler erkennen? Nach dem Duell kommt jetzt noch ein kleiner Teaser für unser nächstes Video. Das ist die Bank. Ich immer mein Geld abhebe. Was fehlt hier? Auf der, von der oder vielleicht einfach wo? Tipp: Da steckt eine Präposition drin. Welche könnte es sein? Schreib's uns in die Kommentare. Das riecht nach Präposition. Da brauchen wir was anderes. Genau. Die Auflösung und alles zu Relativsätzen mit Präpositionen und wo gibt's im nächsten Video Teil 3. Seid gespannt. Ich hätte nie gedacht, dass ich den, dem, der und sogar denen mal logisch finde. Die Fragetechnik ist echt der Schlüssel.
Es ist immer noch viel, aber es macht viel mehr Sinn jetzt. Fast schon befriedigend, wenn man's checkt. Das ist es, Lena. Und ihr alle da draußen, die Logik dahinter verstehen und dann üben, üben, üben. So, das war unser Akkusativ- und Dativ-Workout für Relativsätze. Ihr seht, mit den richtigen Fragen ist es gar nicht so schlimm. Wenn dir das Video geholfen hat, gib uns ein Like, abonnier den Kanal und schick's gerne an andere Deutschlernende weiter. Mein Kopf ist zwar immer noch ein bisschen ein Grammatikkarussell, aber die Angst vor den Fällen ist definitiv kleiner geworden. Ich fühle mich direkt viel schlauer. Und Teil 3 wird, da kommt der Genitiv und die große Präpositionen-Challenge. Bis dahin, üben, üben, üben. So muss das sein. Und jetzt du. Schreib uns einen Akkusativ- und einen Dativ-Relativsatz in die Kommentare. Wir sind gespannt. Tschüss und viel Spaß beim Grammatikjonglieren.